Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Advent time and a candle is shining. Today is actually the 18th of December 2022. And here is a beautiful little gingerbread house that one of my grandsons built yesterday. So once you see gingerbread houses, you know it's Christmas time. Es ist Adventszeit, heute ist der 18. Dezember 2022 und hier ist ein kleines Häuschen, das unser jüngster Enkelsohn gestern gebaut hat. Und ich habe so nachgedacht, was war so die Kinderzeit für mich so kurz vor Weihnachten? And I thought, what was Christmas time like for me shortly before Christmas? And it had to do with the small things. Es waren die kleinen Dinge. And one of the small things that were big things for us, my brothers and sisters, meine Geschwister auch. Zum Beispiel Sachen wie Obst. Äpfel gab es im Winter nicht. Wenn wir also Glück hatten, kriegten wir eine Bescheinigung in der Schule und das bedeutete, dass wir dann zum Laden gehen konnten und für diese Bescheinigung 1 Pfund Äpfel kaufen durften. Wenn wir im Laden ankamen, waren lange Schlangen und wenn man dran war, waren die Äpfel ausverkauft. So, for instance, simple things like apples were a luxury. We would get these little pieces of paper at school, which allowed per person 1 pound of apples to be purchased at the store if they had apples. And you lined up long lines if you knew they had a delivery of apples. By the time it was your turn, the apples were sold out. So we were lucky, we had a garden, wir hatten Glück, wir hatten einen Garten und da waren Äpfelbäume drin. Und mein Opa hat die Äpfel immer ganz vorsichtig behandelt. Und die wurden dann im Herbst auf den Dachboden gelegt, auf Zeitungspapier ausgelegt und einmal die Woche sind wir dann nach oben geklettert und haben die Äpfel ganz vorsichtig umgedreht, damit sie nicht anfingen zu verfallen. So we were lucky to have apples in the garden, and in the fall my grandfather would treat them like gold. And he would put newspapers in the attic and put them, space them out. And once a week we climbed up there and we turned each individual apple to make sure that they would not rot away. But some did. And by the time some were shriveled up and some had started to rot, we still did not throw them out because most of the apple was still good. Und natürlich sind etliche dieser Äpfel, haben die angefangen zu verfaulen, aber die anderen Hälften waren noch gut. Und da haben wir die dann natürlich benutzt und für uns war das fantastisch. Dann gab es nämlich Apfelmus oder Apfelstücke. Und das ist das Einfachste, was man machen kann. So we made Applesauce or cooked apple pieces out of it. And we loved it as kids. It's healthy and it is tasty and there is no waste whatsoever. So I will show you how easy it is. I have a bowl with some water. This is a leftover lemon because I needed the lemon rind yesterday. And I'll just squeeze a bit of the lemon juice in here. It's already quite hard. Ich habe eine Schüssel mit ein bisschen kaltem Wasser. Das ist ein Stückchen Zitrone. Gestern habe ich die Schale gebraucht. Heute kann ich den Saft reinschütten. Und das tue ich, damit die Äpfel nicht so schnell braun werden. Und dann fange ich einfach an, diese Äpfel zu schneiden und zu schälen. So, and then I'm just going to start cutting and peeling those apples. Now, I got these on purpose from the local store, and these were seconds. They have them for, I think it's $2 a bag. And see, you can cut these pieces off. $2 a bag, and they sell them for juicing or whatever. And these are perfectly good apples. See, I just cut off the pieces. Ich habe die gestern bei uns in einem Laden gekauft. Die werden dort für $2 die Tüte verkauft, weil sie eben angefangen haben, eben nicht mehr so 100% perfekt auszusehen. Die sind aber perfekt für was ich damit mache. Ich erfinde hier überhaupt nichts Neues. Das sind Sachen, die vor 100 Jahren schon gemacht wurden. Und warum kann man das nicht auch heute machen? Für mich ist das weihnachtlich, der Geruch von gekochten Äpfeln am Abend, nach dem Abendbrot. Für mich ist das schön. Still schweigt Kummer und Rat.
Die Äpfel sind geschnitten, gewaschen und in kleine Stücke geschnitten in den Topf und dann ca. 200 Milliliter Wasser drauf gießen. Und dann entweder gar kein Zucker oder so viel Zucker, wie man will. The apples are cut, washed into cubes like that. About 200 milliliters of cold water. And then you can decide, maybe you should taste the apples first. You can decide whether you want any sugar or a little bit. Mine are a little on the tart side, so I'm putting 1 tablespoon of plain sugar into it. And that's it. Now I have my pot on medium heat and I'm just going to let it cook. Once it comes to a boil, I'll put it on to simmer and let it cook for about 10 minutes or until the apples have reached a consistency that I like. If I want to make applesauce, I'll cook them a little longer because then they're easier to strain. So, jetzt koche ich die Äpfel einfach. Und wenn die angefangen haben, richtig schön zu kochen, dann stelle ich die Temperatur ein bisschen runter und lasse ein bisschen köcheln. Ja, vielleicht 10 Minuten oder so, je nachdem, wie weich die Äpfel sind. Und wenn ich Apfelmus draus machen will, lasse ich ein bisschen länger kochen, damit sie einfacher sind, durch Sieb zu geben. So, das hat echt nicht lange gedauert. That didn't take long at all. So now we have 2 choices. We can either eat it like that, once the foam has gone down, in which case I would just put it in the dish, let it cool a little bit, and then you can eat it. Or if you have, let's say, a baby in the house, or somebody that really loves applesauce, then you just take a sip and pass it through the sieve, just like that. And then you have the best applesauce you can ever have. Ja, und wenn Sie können es entweder direkt so essen oder wenn Sie ein Baby im Haus haben oder jemanden, der besonders gerne Apfelmus macht, einfach durch ein Sieb streichen und dann haben Sie den besten Apfelmus, den man sich vorstellen kann. Das ist noch ein bisschen suppig, also noch ein paar mehr Äpfel rein. Und das hat wie lange gedauert? 10 Minuten, alles in allem? And how long did that take? Maybe 10 minutes all in all? That was it. So here's the applesauce. And here is the apple pieces. They're both equally tasty and they're equally healthy. So if you enjoyed this, please don't forget to click. Perhaps you want to subscribe. Or leave us a message. And I wish you and your loved ones a very Merry Christmas, and I hope you have a healthy and happy Christmas time. Wenn Ihnen das gefallen hat, können Sie vielleicht einen Klick machen und auch abonnieren oder uns eine Nachricht schicken. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Liebe und Gute zum Weihnachtsfest und ein gesundes und wunderschönes neues Jahr. Guten Appetit!